Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Tut mir leid, der hat sich diesmal etwas verspätet. Aber ja, mein Laptop hat sich gedacht, es reicht mir, er ist hinüber. Naja, gut, so kann das Jahr wohl gut starten. Wir sehen uns jetzt das erste Mal im neuen Jahr. Genau, ich hoffe, euch geht's gut. Macht ihr sowas wie Jahresvorsätze oder sowas? Nehmt ihr euch irgendwie was vor fürs neue Jahr? Wenn es sowas gibt, schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Ich mache sowas generell nicht, dass ich immer so ein bestimmtes Datum mir aussuche, wo ich mir jetzt was vornehme, sondern generell nehme ich mir Dinge vor, egal wann es ist. Und was ich gemerkt habe, dass ich einfach irgendwie mir viel zu viel vornehme und dann letztendlich das gar nicht mehr schaffe. Irgendwie die Zeiten haben sich verändert. Die Zeit rennt aktuell so schnell. Der Tag geht so schnell um. Die Woche geht so schnell um. Der Monat, das ganze Jahr. Ich kann es gar nicht glauben, dass es schon 2 Jahre um ist, seit wir in dieser Pandemie sind. Also es ist unglaublich, wie schnell die Zeit einfach rennt. Ich will so viele Dinge machen. Ich nehme mir immer so viele Dinge vor und dann schaffe ich nicht mal die Hälfte von denen, was ich mir so morgens aufstehe und plane. Und das, ja, irgendwie deprimiert mich dann irgendwie, habe ich gemerkt. Deswegen habe ich mir so ein bisschen vorgenommen, mich neu zu strukturieren. Denn eigentlich bin ich ein sehr gut organisierter Mensch, vor allem was die Kinder angeht. Die ganzen Jahre haben sich eher um so die Kinder, deren Termine, deren Sachen so gerichtet und das hat sich halt auch alles so ein bisschen verändert. Mein Alltag sieht halt einfach auch so seit den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, auch einfach ein bisschen anders aus und dementsprechend habe ich gemerkt, muss ich halt ein bisschen umstrukturieren. Einfach mal ein bisschen besser planen, mir Dinge nicht so alle auf einen Tag zu schaffen wollen, sondern ein bisschen besser meine Woche planen. Also so wie die Kinder ihren Plan unten haben, das werdet ihr auch nochmal sehen, brauche ich nochmal ein bisschen Arbeitsplan, um mir die Sachen besser aufzuteilen. Aber nun gut, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Vlog. Ach, da ist so eine Stelle, wo heißt es? Tabağı şey için kullanacaktık Meryem. Onları pisletme lütfen. Mach da. Auf dem Tisch direkt. Ja, wenn es innen weich ist, dann ist fertig. Tamam, çıkartayım hepsini. Ah, das heißt, es ist nicht mehr. Ach. Ja, das heißt. Ich mich mal Şeyle kesmem lazım. O şeyden kes yavrum, öyle üçlü bir şey yap. Erkek öyle elinden alsın şu an. Oh, das ist ja heute wie Whiteness Cooking, değil mi? Sen bırakın, hadi şu ayakkabılarını çıkartayım, o nasıl ya? Zehn kleine Teller. Was ist denn da so viel Kohle dran mit drauf? Hadi bakayım. Ja, ist doch nicht schlimm. Vorsichtig, Rana, guck mal, unterschied geliehen und dann musst du Löcher in der Jacke. Aber diese Dings schwatzen ja bitte. Lecker, ne? Das sind ja auch die polnischen Kartoffeln. Wer ist denn jetzt alle? Salz. Aber Und Salz. hab ich. Alle. Ist bei dem auch Salz gewesen? Setz mal auf den Stuhl, da mal. Ja, das ist mein Stuhl. Der Stuhl ist dahin. Dann nicht. Schön. Weiter da. Was ist, Picky? Hier, ich will Wäsche. Saubere Wäsche. Wird sich gleich wieder bestimmt reinlegen. In den Wäschekorb. So. Wir legen es am besten dahin, wo Sie es gleich sehen. So, meine Lieben. Seht ihr?
Ich mache die ganze Wäsche. Ich glaube, das haben nämlich letztens viele gefragt. Auch bei Instagram habe ich gezeigt, wie regelmäßig meine ganzen Wäscheberge sich sammeln. Die Kinder zum Glück legen ihre Sachen ja selber zusammen. Hier oben muss ich gar nichts machen. Gott sei Dank. Also auch da, die Kinderzimmer machen die Kinder selber. Würde mich mal interessieren, ob eure Kinder ihr eigenes Zimmer so selber putzen. Also ich muss hier gar nichts machen. Mal hier 1-2 Mal im Jahr so eher so vielleicht mal Großputz oder so. Aber ansonsten kümmern sich die Kinder selber drum. Ihr habt ja gesehen, wir haben ja das Zimmer ganz neu gemacht. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, verlinke ich euch auf jeden Fall in die Infobox. Ich finde es ja super, super schön. Ja, aber wie man sieht, da haben wir immer wieder die gleiche Mausi-Pupsi, die ihr Bett nicht gemacht hat. Na, also. Die faule Socke. Naja gut, morgens sind die ja immer so im Stress. Da mache ich mal ab und zu das Bett. Aber sonst mache ich hier gar nichts, zum Glück. Ja, auf jeden Fall, apropos Bett, wir haben den Kindern endlich neue Matratzen geholt. Ich habe gemerkt, wie wichtig, also ich weiß nicht, was ist euch wichtig? Ich finde, Ernährung und Schlaf ist so, so wichtig für den Menschen einfach. Schlaf und Ernährung ist das A und O, sonst können wir nicht funktionieren. Und die Kids hatten wirklich sehr, sehr schlechte Matratzen. Da habe ich wirklich so von Hektik und so habe ich mich nicht drum gekümmert, was für Matratzen überhaupt jetzt gut wären. Und dann haben wir uns entschieden, okay, jetzt wird es mal Zeit. Wir haben uns für die Emma-Matratze entschieden. Da habe ich echt lange geguckt und gesucht und habe mich dafür entschieden. Allein, weil man die Bezüge waschen kann, weil sie richtig schön ergonomisch ist. Vor allem, wenn einer hier rumspringt. Also wenn ihr dann eine Doppelmatratze habt oder eben ja mit einem Partner im Bett seid. Wenn der eine sich dann dreht, dann fühlt der andere sich nicht gestört. Berichten sogar die Kinder, dass sie viel, viel bequemer schlafen. Also den Unterschied haben sie auf jeden Fall gemerkt. Auch eben Medium. Sie ist viel, viel erholter, wenn sie morgens aufsteht. Ich blende euch mal hier auch ein paar Sequenzen ein, wie das Ganze bei uns angekommen ist. Die Emma-Matratze ist ergonomisch durch ihre 7 Zonen. Was mir besonders daran gefällt, dass man 10 Jahre Garantie auf die Haltbarkeit und den Kern hat. Und natürlich der abnehmbare und waschbare Bezug. Was noch sehr schön ist, ist, dass diese Anti-Slip-Beschichtung unten dran ist, dass die Matratze auch eben nicht so viel rumrutscht. Sie ist für alle gängigen Körper- und Schlaftypen geeignet. Was super ist, ist der kostenlose Versand und ihr könnt die Matratze kostenlos 100 Tage lang testen. Das finde ich super. Wir haben auch Betten- und Lattenroste und auch Kissen. Auch die Kissen haben wir ersetzt. Und da habe ich einen kleinen Beauty-Tipp, weil für mich persönlich war das immer wichtig, dass ich diese Kissen habe, die das Gesicht nicht so zerknautschen, ne? Weil ich will halt morgens nicht aufstehen mit so einem faltigen Gesicht. Und da ist das Emma-Kissen so, so schön, weil es ist trotzdem schön weich und kuschelig, aber dennoch fest genug, damit es halt das Gesicht nicht so zerknautscht. Also ich mag das so, so gerne und ihr könnt da auch noch Schichten rausnehmen und somit die Höhe bestimmen. Also auch das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Schaut euch das Kissen an. Schaut gerne in die Infobox vorbei, da habe ich euch einen Link reingepackt und mit meinem persönlichen Rabattcode bekommt ihr sogar noch 5% auf alles. Wie gesagt, Matratze und Kissen kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten Lattenrost. Das Bett finde ich auch sehr, sehr schön, was sie dort haben. Vielleicht, Medium hat mich schon genervt, dass sie gerne auch noch das Bett hätte. Die Matratze hat sie ja schon. Wir schauen mal. Immer nach und nach. Nicht alles auf einmal. Okay. Nein, sorry. Das war doch keine gute Idee. Nicht erschrecken. Oh, guten Morgen. Ich dachte, komm, mach mal ein bisschen Reality. Bei mir ein bisschen so immer der Struggle, wenn man halt eine kopftuchtragende Frau ist. Immer so Vlogs zu starten, ne? Ist halt immer so, ja, erstmal anziehen, fertig machen, Kopftuch anziehen. Für die, die es nicht wissen, die so den Alltag einer Muslimin nicht kennen. Natürlich trage ich zu Hause kein Kopftuch, es sei denn, wir kriegen jetzt hier männlichen Besuch oder so, der nicht mit mir verwandt ist. Ansonsten laufe ich im Alltag natürlich nicht mit Kopftuch rum. Ich ziehe das für euch an. Ich dachte, ich mache jetzt einen Spekulatius-Käsekuchen, weil ich habe nämlich Spekulatiuskekse über und die Kinder wollen eh fast jeden Tag Käsekuchen essen. Und ich dachte, geht halt schneller, als wenn ich dann halt noch den Mürbteig mache. Ich starte jetzt mal, ich muss hier ein bisschen schnell nur Ordnung machen. Das ist immer so das Alltägliche, kurz ein bisschen hier und da aufräumen. Legen wir lieber los.
Bildschirm sehe, oh mein Gott, es tut mir wirklich leid. Das mache ich nicht noch einmal. Ich fühle mich gerade, ich sehe es auch noch so von weit weg, wie so ein Einbrecher mit so einer Einbrechermaske. Mir ist auch noch eingefallen, ich muss den Backofen putzen. Aber ich glaube, das mache ich heute Abend, weil ich ja auch noch ein paar Sachen backen will und so. Da will ich jetzt nicht den Backofen putzen und dann danach da die Sachen drin backen. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr gerne so ein Putzroutine-Video sehen wollen würdet. Hier noch sauber und dann... Hallo. Good night. Oh, Sonnenschein. Eine Sonnenschein çıktı bugün. Ne güzel işte. Sonnenschein'dan gute Laune çıkıyor. Ja. Nix, ne yapayım? Ich putze und mache dabei Vlogging. Sicht ist clean. Zwar rot und fettig jetzt. Meine Pflege muss einziehen. Die Sonne ist so schön heute und wir haben die letzten Tage nur Regen und Wolken und ich glaube, die nächsten Tage ist es auch so. Wisst ihr was? Ich will ein bisschen raus in die frische Luft, ein bisschen Vitamin D tanken. Ich glaube, ich mache einen kleinen Spaziergang. Wir haben es jetzt gleich 10 Uhr. Ja, ich gehe für eine Stunde ein bisschen spazieren. Dann euch im letzten Video, ich habe ja letzte Mal über das Thema Erziehung so ein bisschen gesprochen, falls euch das interessiert, ja, wie so unsere Erziehung läuft, beziehungsweise wie es so war, Sechslinge zu erziehen und die Unterschiede zwischen einzelnen Kindern und Mehrlingen. Könnt ihr im Video von letzter Woche sehen, schaut da gerne vorbei. Und da war auch Thema zum Beispiel Aufgabenverteilung und da habe ich gar nicht die Tafel gezeigt. Wir haben ja hier im Flur unsere Tafel. Die ist ganz praktisch, weil halt einfach die Kinder so ein bisschen bessere Übersicht haben zu den Aufgaben. Das Gute ist natürlich, weil es so viele Kinder sind die Aufgaben dementsprechend verteilt. Also das Einzige, was die haben in der Woche, ist das Katzenklo reinigen täglich, Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen ist auch nicht täglich. Das sind auch nur bestimmte Tage, bestimmte Bereiche. Und Wäsche zusammenlegen, also die eigene Wäsche zusammenlegen und in den Schrank einräumen. Das ist dann am Wochenende und das Gute ist, weil halt eben, ja, ich sag mal 7 Kinder, 7 Tage die Woche. Somit ist halt jeder nur einmal in der Woche mit der Spülmaschine dran oder einmal in der Woche eben nur mit dem Katzenklo dran. Das ist ganz gut. Und wir haben es trotzdem aufgeschrieben, weil es dann schon halt immer dran ist, ne? Dann war halt immer gestreitet, nee, ich habe das letztens gemacht oder der eine hat dann für den anderen doch die Aufgabe übernommen. Deswegen steht es an der Tafel, ist halt besser. Hier unten können die Kinder sich noch so ein paar Notizen machen, wenn die selber nochmal das hier sehen wollen. Wenn es nochmal um irgendwelche Aufgaben für die Schule geht oder so, können die hier unten noch ein bisschen kräkeln. Ansonsten, ja, ist hier eigentlich sogar noch Platz, mehr Aufgaben zu verteilen, aber ich denke, das reicht. Jetzt ist es 11:15. Ich würde sagen, ich mache jetzt, oder ich trinke erstmal kurz mein Käffchen.
Schau ein bisschen, was auf Instagram los ist. Und dann mache ich schnell den Käsekuchen mit dem Spekulatiusboden, weil das geht super schnell. Also einfach Kekse bröseln, Butter schmelzen und dann die Quarkmasse zusammenrühren. Quarkmasse ist genau das Rezept wie von meinem polnischen Käsekuchen. Also wenn ihr das nachmachen wollt, könnt ihr da reinschauen. Nur, dass ich halt keinen Mürbteig mache, sondern den Spekulatius-Keksboden. Ihr könnt auch normal Butterkeks nehmen oder solche Vollkorn-Haferkekse. Ist auch ganz lecker. Dazu braucht ihr einfach nur Kekse. Die müsst ihr so klein bröseln, am besten in so einem Mixer und so. Und geschmolzene Butter. Ungefähr, warte mal, das ist 600 Gramm, mache ich 300 Gramm Kekse, weil ich habe eine große Form. Und ca. 150 Gramm Butter. Und das ist der Boden. Und noch ein Tipp, damit euch der Käsekuchen nicht reißt. Tut gerne immer eine ofenfeste kleine Schale mit Wasser rein in den Ofen. Dann reißt euch der Käsekuchen oben nicht. Das sieht dann immer schöner aus. Eine Stunde später. Seht ihr, der sieht richtig gut aus. Ich habe den auch richtig schön hell gelassen. Ist auch nicht aufgerissen, dadurch, dass er eben diese Wasserschale drin war. Das funktioniert immer dann ganz super. 3 Stunden später. Man denkt echt wie. Mach mal die Beine nicht so auseinander. Warum ist es ein? Man denkt echt Die habt ihr nicht. Für die Kohlrouladen, Sarma, Gołąbki oder wie immer ihr das nennen wollt, habe ich jetzt einmal, also es wird eine vegetarische bzw. vegane Füllung. Und zwar nehme ich dafür Beluga-Linsen. Ihr könnt auch andere Linsen nehmen. Berglinsen, braune Linsen, rote Linsen eigentlich. Das Ganze macht das ein bisschen deftiger. Den Kohl, den blanchiere ich jetzt. Also ich mache immer, lasse es so ein bisschen kochen und dann sobald so die Außenblätter zum Beispiel schon etwas weicher sind, nehme ich es dann ab, damit man die dann halt schön rollen kann. Ne? Das wird jetzt die Füllung aus den vorgegarten Beluga-Linsen, Reis, ein bisschen Tomaten, Paprikamark, gehackte Zwiebel, frische Petersilie gehackt. Dann würze ich das Ganze jetzt mit etwas Kreuzkümmel, Chili, Pfeffer, ist jetzt schwarzer Pfeffer, muss man neue Etiketten holen, und Salz. Und das mixe ich jetzt alles durch und dann werden die Kohlblätter befüllt. Ein wenig Sonnenblumenöl mache ich auch noch rein, also so ein bisschen nur. Okay, ich bin definitiv nicht bei der Sache. Ich presse noch Knoblauch rein. So sieht das Ganze jetzt gemischt aus. Es muss nicht immer Fleisch sein, also auch diese Beluga-Linsen oder andere Linsen eignen sich super als gute Proteinquelle und schmecken halt einfach deftig und machen das Ganze halt so. Also könnt ihr auch für andere Füllungen benutzen. Sei es Auberginenfüllung oder
Zucchini-Füllung, Paprika-Füllung, solche Sachen könnt ihr das auch verwenden. Könnt ihr auch zum Beispiel statt Reis, könnt ihr Bulgur nehmen oder Quinoa, habe ich auch schon sehr oft gemacht. Aber das ist so eigentlich so mein Hauptfüllings. Ja, also die sind jetzt nicht so dünn wie die man mit den Weinblättern macht. Die macht man ja richtig hauchdünn. Wir machen die ja ein bisschen rustikaler, aber auch nicht so dick wie jetzt die polnischen Gołąbki oder Kohlrouladen. Hierauf kommt jetzt so ein bisschen Soße. Das ist auch Tomaten, Paprika, Mark, Mix mit ein bisschen Sonnenblumenöl, Gewürze, Salz, Pfeffer, Chili. Ein bisschen Minze habe ich mit reingegeben. Und da drin koche ich die jetzt. Hier hat die liebe Meryem jetzt auch nochmal die mit den Weinblättern gerollt. Das sind jetzt ungefähr 3 Schichten. Nächstes Mal machen wir aber ein bisschen mehr, aber wir hatten jetzt echt keine Zeit. Und da ist jetzt ein bisschen Wasser, jetzt so ein bisschen diese Zitronen drauf. Und da mache ich jetzt noch ein bisschen was zum Beschweren, damit die nicht so rumschwimmen. Eigentlich bräuchte ich so einen schweren Deckelteller. Ich habe jetzt nichts. Ich mache es jetzt einfach so und Deckel rauf und gut ist. So. Als Vorspeise gibt es erstmal eine schöne Joghurtsuppe mit ganz viel Minze. Sehr lecker. Bitte schön. Also, wer von euch vegan ist und Kohlrouladen vermisst, dem würde ich das wirklich empfehlen, diese Füllung mit den Beluga-Linsen zu machen, weil das schmeckt so deftig. Also ihr würdet keinen Unterschied merken zu Fleisch. Also es ist so Konsistenz und die Deftigkeit, also so wirklich so, müsst ihr unbedingt nachmachen mit den Beluga-Linsen. Schmeckt so, so lecker. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und wir sehen uns auch nächste Woche wieder. Lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch da und kommentiert fleißig, damit wir uns auch regelmäßig wiedersehen. Bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Mal.